Wenn man so in dieser Yoga-Szene unterwegs ist und wird man früher oder später dicht geschmissen, speziell in den Social-Media-Kanälen mit schlauen Lebensweisheiten. Und ich finde das ziemlich anstrengend und ziemlich nervig, aber zwischendurch ist mal einer dabei, wo ich denke, ah ja, da ist irgendwas dran. So auch gestern. Gestern stand da ein schönes Bild und da stand drin: Wenn du in Gedanken nur in der Vergangenheit lebst, wirst du depressiv. Wenn du nur in der Zukunft lebst, bekommst du Angst. Und wenn du in dem Moment bist, kann Zufriedenheit entstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde vielleicht diese Endgültigkeit aus diesem Satz rausnehmen, aber da ist einiges dran. Und das passt irgendwie auch zu der jetzigen Zeit. Ja, wenn man nur daran denkt, wie schön früher alles war und wie toll und ach, wäre doch und hätte ich mal, dann kann das schon bedrückend werden. Also unabhängig davon, ob du hättest was besser machen können oder wäre doch die gute alte Zeit noch da, dann wäre alles anders. Und wenn man heutzutage daran denkt, was in der Zukunft liegt, kann ich mir gut vorstellen, dass das die einen oder den anderen ängstlich macht. Denn es ist sehr ungewiss gerade. Vielleicht nicht ungewisser als sonst, jetzt ist es nur offensichtlicher. Und wenn man lernt, in dem Moment zu sein, im Hier und Jetzt und gar nicht so viel darüber nachdenkt, was da noch kommen mag oder was da war, besteht die Möglichkeit, dass man eigentlich recht zufrieden ist. Dann schauen wir es uns mal an. Im Grunde geht es uns ja allen gut. Wir sind gesund, ich hoffe es zumindest. Und wir haben was zu essen, die Sonne scheint, wir können noch raus. Jetzt können wir uns hier treffen, auf einen Mittwochmorgen um 10 mit, ich weiß nicht, an die 100 Leute zum Yoga. Das finde ich schon mal nicht schlecht, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und was hilft uns denn dabei, in dem Moment anzukommen, im Hier und Jetzt? Das ist nach wie vor die Atmung. Die Atmung ist einfach ein essentieller Teil, wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt der Yoga-Praxis. Und alles andere ordnet sich diesem Atem unter. Denn unser Atem hat die Möglichkeit, unser Gemütszustand zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir ruhig und gleichmäßig atmen, dann beruhigt sich unser Geist und umgekehrt genauso. Wenn wir flach und schnell atmen, dann wird es ein bisschen angespannter und stressiger, das Adrenalin geht hoch und so. Und was der Atem aber noch macht, ist, er ist immer im Jetzt. Er ist immer in diesem Moment. Und wenn wir lernen, unsere Aufmerksamkeit auf den Atem auszurichten, holt uns diese Aufmerksamkeitsausrichtung in den Moment, in das Hier und Jetzt und lässt uns das ganz Verrückte drumherum für den Moment vergessen oder in den Hintergrund zurück. Und deswegen fange ich meine Stunde auch gerne mit einer kleinen Hinführung zu sich selbst, zur Atmung an. Schließ die Augen und nimm dir einen Moment Zeit, um dich in deinem Sitz richtig einzurichten und bei dir anzukommen. Das geht am einfachsten, wenn du dich erstmal spürst. Wenn du deinen Körper spürst, deine Beine und deine Hüfte, deinen unteren und deinen oberen Rücken. Spür deinen Bauch, wie er sich bewegt durch die Atmung. Und auch dein Brustbein.
wie es sich hebt und senkt. Und spür deine Schultern, den Nackenbereich und die Arme mit den Händen dran. Und lass die Schultern gleich los. Spür deinen Kopf, dein Gesicht, deine Kopfhaut. Und versuch auch hier loszulassen. Löst die Zunge vom Gaumen, die Zähne voneinander. Vielleicht sogar die Lippen voneinander. Und spür, wie der Atem durch die Nase ein- und austritt. Spür deine Kraft, deine Energie. Und fühl deine Gefühle. Und versuch nicht, die Gefühle zu denken. Es geht nicht. Fühl sie, ohne darüber nachzudenken. Ohne sie zu benennen, ohne sie zu bewerten. Was fühlst du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Dann komm zu deiner Atmung und versuch mit jedem Atemzug, den du nimmst, deine Gedanken mehr und mehr in den Hintergrund zu holen. Auch wenn sie zwischendurch wieder hochkommen. Das wahrnimmst, lass sie los und schieb sie in den Hintergrund. Im Rhythmus deiner Atmung richte dich auf und aus. Versuch lang nach oben zu wachsen. Dass du mit dem Kopf in die Decke wächst. Mit dem Ausatmen sinkst du tief und fest in deine Matte wie möglich. Versuch mit Hilfe deiner Atmung über dich hinauszuwachsen, über die physischen Grenzen hinaus. Und Raum zu schaffen in alle Richtungen, nach oben, unten, vorne, hinten, zur Seite. Denk an eine schöne Sache, irgendetwas, was dir ein gutes Gefühl macht. Und schenk dir selber ein Lächeln. Und versuch, dieses Lächeln zu behalten. Bring deine Hände zusammen in Anjali Mudra und chante mit all den anderen, die da draußen sind und gemeinsam mit dir und mir diese Stunde üben. Ein Om. Atme tief ein. Atme vollständig aus. Nochmal tief einatmen. Dann öffne deine Augen. Streck dich erstmal lang. Zieh dich in die Länge, greif nach oben. Die meisten Stunden von mir fangen so an, einfach um sich erstmal zu strecken und zu regeln, die Handgelenke ein bisschen zu bewegen und die Finger zu bewegen, bevor wir uns gleich da drauf stützen und sich schon mal ein bisschen mobilisiert werden. Reg dich, wenn du morgens wach wirst, es ist Sonntag, die Sonne scheint und du hast irgendwas Schönes vor, freust dich darauf. Dann greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk, zieh dich rüber zur anderen Seite und auch hier beweg dich so ein bisschen, versuch
die linke Flanke weiter werden zu lassen. Drück mit der Atmung von innen gegen den Brustkorb und schaff auch hier Raum. Komm rüber zur anderen Seite, auch hier beweg dich ein bisschen. Zieh die rechte Flanke lang, drück mit der Atmung dagegen. Gut. Zur Mitte, Finger ineinander verschränken, Handflächen nach oben, Kinn zu Brustbein, heb das Brustbein an und atme tief. Blick nach oben einatmen. Löst die Hände, verschränkt die Finger hinterm Rücken und dann zieh vorne die Schultern hoch und schieb sie nach hinten und heb das Brustbein an, heb den Blick an, drück mit der Atmung gegen das Brustbein. Wenn du magst, heb hinterm Rücken die Arme an, erhöhe die Spannung im Schultergürtel. Versuch tief zu atmen. Nochmal einatmen. Kinn zum Brustbein, zieh den Bauchnabel ran, dann roll dich nach vorne, heb die Arme hinterm Rücken an. Auch hier beweg dich ein bisschen von links nach rechts. Einatmen, aufrichten, Herz heben, Blick heben. Löst die Arme. Link an zum rechten Knie. Steck den rechten Arm aus, Finger weit und dann dreh dich nach rechts, Blick folgt dem Daumen. Einatmen, Blick zum linken Knie. Ausatmen, rechte Hand folgt, streck den linken Arm aus und dann dreh dich nach links. Nochmal einatmen, Blickwechsel. Ausatmen, Handwechsel. Dasselbe nochmal. Einatmen, strecken und drehen. Kann sich im Grunde nicht genug drehen. Versuch auch hier mit jedem Einatmen länger zu werden und mit dem Ausatmen ein bisschen weiter zu drehen. Letzter Wechsel, einatmen. Ausatmen, einatmen, strecken und ausatmen, wieder drehen. Blick nach vorne, komm zurück zur Mitte. Leg deine Hände auf den Bauch, die rechte Hand auf den unteren Bauch, die linke Hand oben drauf und dann atme tief in beide Hände, sodass beim Einatmen der Bauch vorkommt und mit dem Ausatmen flacht die Bauchdecke wieder ab. Nochmal atme tief in den Bauch ein und vollständig aus. Einmal noch tief in den Bauch atmen und ausatmen. Versuch jetzt den Bereich unterhalb vom Bauchnabel aktiv zu halten und atme so, dass nur der obere Bauch beim Einatmen vorkommt und beim Ausatmen wieder abflacht. Nochmal atmen tief in den oberen Bauch und vollständig aus. Einmal noch tief in den Bauch atmen und ausatmen. Leg die Hände auf die Seiten, auf die Flanken, die Fingerspitzen sind immer noch im oberen weichen Bereich des Bauches. Und dann atme erst in deine Fingerspitzen und dann weiter in deine Flanken. Ausatmen Bauch und die Seiten.
Nochmal atme tief ein in den Bauch und in die Seiten. Atme aus, Bauch und Seiten. Nochmal einatmen in den oberen Bauch und in die Seiten. Ausatmen, Bauch und Seiten. Leg deine Hände auf den Rücken, mit dem Handrücken so hoch wie möglich und spür, wie hier die Atmung hinkommt. Atme tief ein und aus. Mach dasselbe nochmal. Atme tief in deine Hände und aus. Nochmal einatmen und ausatmen. Cool. Der letzte Schritt ist das Brustbein. Leg die Hände unter die Schlüsselbeine, sodass die Fingerspitzen sich auf dem Brustbein berühren und atme bis hier oben. Spür, wie der gesamte Brustkorb sich beim Einatmen aufspannt und beim Ausatmen wieder abflacht. Versuch tiefer einzuatmen, Raum zu schaffen und mit dem Ausatmen wieder runter. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Das Ganze in 4 Stufen zusammen. Atmen vollständig ein und vollständig aus. Halte den unteren Bauch aktiv. Atme in den oberen Bauch. 1, stopp. Atme in die Seiten. Stopp. Atme in den Rücken. Stopp. Und atme bis ins Brustbein. Ausatmen, Bauch, Seiten, Rücken und Brustbein. Nochmal einatmen in den oberen Bauch. In die Seiten, in den Rücken, ins Brustbein. Ausatmen, Bauch, Seiten, Rücken und Brustbein. Letzte, einatmen in den oberen Bauch, in die Seiten, in den Rücken und ins Brustbein. Bring das Kinn zum Brustbein, halt die Luft an, so gut es geht. Vielleicht atmest du nochmal nach, ein. Und dann atme so langsam wie möglich wieder aus. Langsam, langsam, langsam ausatmen. Lass die Augen einen kleinen Moment geschlossen spüren. Für diese einfache Atemübung, die ich in dem Moment holt, Raum schaffen. Gut, dann öffne die Augen, komm in den Vierfüßlerstand. Ja, vielleicht möchtest du die Beine einmal ausschütteln. Und dann fang an, dich zu bewegen. Regel dich und schlänge dich so ein bisschen, mobilisiere die Wirbelsäule, die Hüften, die Beine. Kannst auch nach hinten dich ausstrecken. Ja, dann machen wir so ein paar Ideen da rein, aber fühl dich frei, dich so zu bewegen, wie es sich für dich jetzt gut anfühlt. Dann hole ich dich gleich wieder ab. Wir gehen gemeinsam in die Bewegung. Aber jetzt erstmal freies Bewegen und atmen. Und fühl, auch so eine kleine Bestandsaufnahme. Wie fühlt sich der Körper an, wenn er sich anfängt zu bewegen? Gut, gemeinsam. Vierfüßlerstand, ausatmen, Runde. Umkehren, einatmen, Blick nach oben. Nochmal ausatmen, Runde. Einatmen, umkehren, Blick nach oben. Aber noch ausatmen. Und einatmen, Blick nach oben. Nimm die rechte Hand vor zur linken Markkante, setz dich zurück. Zieh die rechte Flanke lang und wenn du magst, streck das rechte Bein noch nach hinten aus. Dasselbe auf der anderen Seite. Die linke Hand vor zur rechten Markkante. Streck das linke Bein nach hinten aus und zieh dich lang. Zurück zur Mitte. Vierfüßlerstand ausatmen, ohne.
Umkehren, einatmen, Blick nach oben. Und dann heb dich zurück zu Adho Mukha Svanasana, zum Herabschauen. Und auch hier beweg dich erstmal ein bisschen, tritt ein bisschen von links nach rechts, beweg dich, beweg die Arme, die Beine und die Hüfte. Genau. Sehr schön. Komm hoch auf die Zehenspitzen. Lass die Arme lang und gestreckt, setz dich nach hinten auf die Ferse, beug die Beine, lass die Knie einen kleinen Bereich über der Matte schweben und zieh dich so lang wie möglich. Einatmen hoch auf die Zehenspitzen. Ausatmen, senk die Fersen ab. Schüttel den Kopf ein bisschen. Guck, dass die Hände so platziert sind, dass der Zeigefinger nach vorne zeigt, Finger weit auseinander, etwas schulterbreit. Und dann rotiere die Schultern ein bisschen und schieb dich lang, dass der Nacken frei ist. Und atmen. Gut. Beim nächsten Einatmen streck das rechte Bein nach oben. Kreis den Fuß da oben ein bisschen, komm auf die Zehenspitzen vom linken Fuß. Beide Richtungen, tief einatmen. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Knie zur Nase, runter. Einatmen zurück. Ausatmen, stell den rechten Fuß vorne auf und beweg dich hier ein bisschen. Grab dich in die Hüfte rein. Du kannst hier gerne auf die Fingerspitzen kommen oder die Hände flach lassen, so wie es für dich stimmig ist. Vielleicht hast du auch zwei Blöcke da, dann legst du die Blöcke einfach unter deine Hände. Und dann gemeinsam einatmen, streck das vordere Bein. Ausatmen, sink ins vordere Bein. Nochmal einatmen, strecken. Ausatmen, einziehen. Nochmal einatmen, strecken. Einen kleinen Moment halten. Ausatmen, sink tief ins vordere Bein. Linker Fuß kommt mit vor. Kopf in Richtung Beine, ausatmen. Einatmen, stell dich hin, streck dich hoch, gib so Blick hoch, Arme hoch. Samasthiti, ausatmen, Arme senken. Einatmen, heb die Arme wieder, schieb dich so hoch in die Decke wie möglich. Und dann ausatmen, beug dich nach vorne, gerne die Beine beugen, Ellbogen greifen oder Hände auf den Boden. Einatmen, verlagern das Gewicht auf die Hände, Blick vor, rechter Fuß nach hinten. Auch hier beweg dich ein bisschen, grab dich in die linke Hüfte rein und schau, wie fühlt die Seite sich an im Gegensatz zur anderen. Einatmen, streck das vordere Bein. Ausatmen, ziehen. Nochmal einatmen, strecken. Ausatmen, ziehen. Aber noch einatmen, strecken. Halt es einen Moment und atme tief. Ausatmen, schieb das Gewicht wieder nach vorne, stell die Hände flach auf, falls du es nicht schon hast. Linker Fuß nach hinten in die Planke, 4 Füße Stand. Und dann guck wieder, dass die Hände unter der Schulter ist und die Knie genau unter der Hüfte. Stell die Füße auf und dann, wenn du magst, leg die Knie 2 cm an, runter Rücken, drück dich weg vom Boden. Einatmen, umkehren, gefühltes Hohlkreuzblick nach oben. Beweg die gesamte Wirbelsäule und die Hüfte, auch wenn es schwierig ist. Die Bewegung kommt aus der Mitte heraus und schafft Länge im Rücken. Ausatmen, Schulter weit, halt sie weit, umkehren, einatmen, Blick nach oben. Und dann heb dich zurück zu Adho Mukha Svanasana, zum Herabschauen. Bleib auch hier einen Moment und atme tief. Versuch mal die Hände nach vorne zu drücken und die Füße nach hinten, als wenn du die Matte auseinanderreißt. Dann drück Hände und Füße zusammen, als wenn du die Matte zusammenschiebst. Schau, wie sich die Aktivierung im Rumpf verändert, von vorne nach hinten. Dann hänge dich in der Mitte ein, drück Hände und Füße kräftig nach unten, dass du dich wirklich im Boden in deiner Matte verankern kannst. Gut, streck das rechte Bein nochmal nach oben. Ja, das rechte Bein nochmal nach oben. Ausatmen, rechter Fuß nach vorne. Sink ins vordere Bein.
Und dann verlagere das Gewicht nach hinten über den hinteren Fuß. Schau, ich drehe mich kurz, dass du siehst, was ich meine. Verlagere das Gewicht nach hinten und versuche, das Gewicht über den linken Fuß zu bringen. Bleib hier einen Moment. Wenn du kannst, stell die Ferse auf. Wenn das nicht möglich ist, bleib auf den Zehenspitzen. Ausatmen, verlagere das Gewicht nach vorne, linke Hand auf den Boden, rechter Arm geht hoch. Und dann setz das linke Knie auch ab, lehn dich zurück und atme. Ausatmen, Hände wieder aufstellen. Und der linke Fuß mit nach vorne, ausnehmen die linke Hand. Ausatmen, komm tief in die Hocke. Bleib einen Moment hier. Gut. Na, vielleicht stützt du dich mit den Händen weiter ab, dann kannst du die Hände aufeinander verschränken, Arme nach vorne strecken und den Daumen nach oben, atme hier. Stell dich hin, streck dich hoch, einatmen. Ausatmen, Arme sinken. Lass die Füße genauso wie sie sind, einatmen, Arme wieder hoch. Ausatmen, beug dich nach vorne. Und wieder in die Hocke, einatmen. Und dann stell die Hände vor dir auf, streck die Beine so gut es geht, lehn dich nach vorne. Und dann nimm den rechten Fuß nach hinten. Und verlagere das Gewicht über den hinteren Fuß. Auch hier über die rechte Seite. Lehn dich zurück. Wenn du kannst, stell die Ferse auf. Wenn das nicht möglich ist, lass die Ferse in der Luft. Und atme. Langsam wieder nach vorne. Stell die rechte Hand auf, rechtes Knie auf den Boden, linker Arm geht hoch. Lehn dich zurück, atme hier. Ausatmen, die Hand wieder mit aufstellen, streck das hintere Bein, linker Fuß geht zurück. Und wieder Vierfüßler Stand, ausatmen, runter. Umkehren, einatmen, Blick nach oben. Nochmal ausatmen, runter. Streck den rechten Arm zur Seite hoch, Blick folgt der rechten Hand. Atme hier. Ausatmen, tauch mit dem rechten unter dem linken durch. Achtung, nicht ablegen den Arm. Einatmen, wieder rausziehen, streck den Arm hoch. Nochmal, rechter Arm taucht unter dem linken durch. Einatmen, rausziehen, streck ihn nach oben. Letzte Runde, ausatmen. Jetzt leg den rechten Arm ab, streck den linken Arm vor. Und atme hier einen Moment. Zieh die linke Flanke lang. Langsam zurück. Den Vierfüßler Stand, ausatmen, runter. Einatmen, zieh den linken Arm nach oben. Bleib einen Moment hier, atme, schaff Raum, heb das Brustbein. Und dann tauch unter dem rechten durch. Einatmen, wieder rausziehen, streck den Arm nach oben. Nochmal ausatmen, tauch mit dem Arm und dem anderen durch. Einatmen, rausziehen. Letzte Runde, ausatmen. Jetzt leg den linken Arm ab. Streck den rechten Arm nach vorne. Atme tief. Langsam wieder zu. Nochmal Vierfüßler Stand, runter. Umkehr, einatmen, Blick nach oben. Heb dich zurück zu Adho Mukha Svanasana. Ausatmen, abschauen nach unten. Und atmen. Versuch wirklich lang zu werden und tief zu atmen, ohne die Aktivität im unteren Bauch zu verlieren. Gut, mit der nächsten Einatmung streck das linke Bein nach oben, auch hier kreist den Fuß ein bisschen. Nach links und nach rechts. Tief einatmen. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Knie zur Nase runter. Einatmen, streck das rechte Bein, das linke Bein nochmal nach hinten. Ausatmen, linker Fuß kommt vor. Rechter Fuß folgt. Kopf zu den Beinen aus.
Einatmen, stell dich hin, streck dich hoch, heb das Herz, heb die Arme, den Blick. So musst du dich hier ausatmen. Guck, nochmal einatmen, Arme hoch, verschränk die Finger miteinander, Zeigefinger nach oben. Lehn dich zurück, so gut es dir möglich ist. Schieb die Hüfte vor, dabei heb das Herz und werd lang. Mit ihm einatmen, schaff mehr Raum, atme tiefer und zieh dich in die Länge. Und dann ausatmen, beug dich nach vorne, wieder greif die Ellbogen oder stell die Hände auf. Gewicht auf die Hände einatmen, Blick nach vorne. Rechter Fuß nach hinten. Linker Fuß nach hinten. Setz die Knie auf, beug die Arme, aber guck, dass die Schultern nicht tiefer als die Ellbogen wandern. Hüfte bleibt in der Luft, press die Füße in den Boden, das Herz, den Blick einatmen. Ausatmen, Knie wieder aufsetzen, zurück herabschauen, gut. Gut. Rechtes Bein nach oben. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Knie zur Nase. Einatmen, wieder zurück. Nochmal ausatmen nach vorne. Stell den Fuß hinter den Händen auf. Wenn du magst, setz das Knie auf oder lass das Knie in der Luft. Oberkörper hoch. Wie du möchtest. Gut. Einatmen, streck das vordere Bein, wenn das Knie in der Luft ist. Ausatmen, sink rein, verschränk die Finger ineinander, Zeigefinger hoch. Heb das Herz und schieb die Arme hoch. Sink dabei mit der Hüfte vor und runter. Wenn du magst, heb vorne die Ferse an, das aktiviert den Beckenboden, das Fußgewölbe und richtet das Bein aus. Das ist ein bisschen anstrengender, aber du hast die Wahl. Einatmen, streck das vordere Bein. Ausatmen, Arme über die Seite, lehn dich nach vorne, schieb die Arme nach hinten, heb das Herz. Rippen berühren den Oberschenkel. Schau nach vorne oder wenn ihr Nackenprobleme macht, Blick nach unten. Und auch hier wieder, wenn du magst, heb die Ferse an. Gut, einatmen, Hüfte tief, Arme hoch, Oberkörper hoch. Ausatmen, stehen die Hände auf. Schritt zurück, einatmen. 4 Füßler oder Chaturanga, wir haben beides schon gemacht. Ausatmen. Umlegen, einatmen, hebt das Herz. Und dann ausatmen, zurück, herabschauen. Gut. Spüre deinen Atem, wie der Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt. Und dann streckt das linke Bein nach oben, tief einatmen. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Knie zur Nase runter. Einatmen, zurück, streck das Bein ein bisschen höher. Ausatmen, linken Fuß vorne aufstellen. Auch hier wieder rechtes Knie auf den Boden, wenn du magst, Decke drunter oder lass das Knie in der Luft. Achte nur darauf, dass vorne der Knöchel unter dem Knie bleibt. Gut, einatmen, einmal strecken. Ausatmen, sink rein, heb das Brustbein an, Finger ineinander verschränkt. Jetzt gerne andersrum, den anderen Zeigefinger nach vorne und hoch. Streck die Arme hoch, heb das Herz. Wenn du magst, heb vorne die Ferse und atme. Einatmen, streck das vordere Bein, Ferse aufstellen, Arme lösen, ausatmen, lehn dich nach vorne, Arme gehen zurück. Auch hier guck, dass die Schultern nicht vorfallen, sondern noch rotiere sie nach hinten in Richtung Ellbogen und heb vorne die Ferse an. Atme tief. Oberkörper hoch einatmen. Ausatmen, stell die Hände an. Schritt zurück in die Planke, wieder Chaturanga oder Vierfüßler, ausatmen, umkehren, einatmen, Blick nach oben, ausatmen, heb dich zurück zum herabschauenden Hund, bleib hier atmen. Gut, streck das rechte Bein nach oben, winkel das Bein diesmal an, lass das Knie nach oben zeigen. Atme tief ein, ausatmen, rechtes Knie außen gegen die rechte Schulter. Einatmen zurück. Zum anderen Arm ausatmen. Einatmen zurück. Nochmal ausatmen, Knie außen an die rechte Schulter, halt es hier einen Moment. Und dann stell den rechten Fuß außen neben die rechte Hand. Lehn dich zurück, heb den rechten Arm an, dreh dich und schieb am hinteren Bein die Ferse zurück und sink tief mit der Hüfte. Achte darauf, dass das hintere Bein gestreckt ist. Gut, ausatmen, rechte Hand auf die Innenseite vom Fuß. Hintere Ferse einstellen, linker Arm geht nach oben, Blick nach unten. Gut. Atme tief.
Einatmen, komm hoch. Streck das vordere Bein einmal. Ausatmen, sink tief ins vordere Bein. Linke Hand hinten zum Bein, lehn dich zurück, sink dabei tiefer ins vordere Bein. Schieb dich so weit nach vorne, wie du kannst. Und jetzt streck das vordere Bein, lehn dich zurück. Gut, ausatmen, Ellbogen aufs Knie. Linker Arm geht oben rum, nach vorne. Guck, dass du nicht in die untere Schulter sinkst. Drück dich raus. Linker Arm, führ dich nach vorne, zieh linke Flanke lang. Atme tief ein und aus. Achtung. Der rechte Ellbogen, der da unten auf dem Knie liegt, heb ihn an. Schieb ihn zur Seite und bring die Schulter kurz über dem Knie zum Halten. Halt die Spannung im Rumpf und dreh dich weiter. Versuch die Arme so weit es geht auseinander zu schieben und atmen. Blick nach unten, Arme runter, Oberkörper hoch, einatmen, heb hinten die Ferse an. Hände aufeinander, linke Ellbogen aufs Knie. Dreh dich, schau zum rechten Ellbogen, atme. Und dann löst die Hände voneinander, rechter Arm geht hoch, linker Arm zur Seite, Schulter kurz über dem Ellbogen, kurz über dem Knie halten. Und atmen. Blick nach unten, löst die Arme. Einatmen, Oberkörper hoch, streck das vordere Bein, ausatmen, sink tief, lehn dich zurück, heb vorne die Ferse an. Und atmen. Stell hinten das Knie auf, vorne die Ferse, lehn dich zurück. Hinten der Fuß, dreh mich, ist aufrecht. Vorne die Ferse rollt und dann setz dich hinten auf die Ferse. Und atmen. Wenn du magst, greif den Fuß hier vorne, halt ihn fest bei den Oberschenkeln an. Zieh den Fuß zurück und atme. Blick nach vorne. Bock das vordere, Schritt das hintere Bein hin, aufstehen. Schritt zurück. Vinyasa deiner Chaturanga oder Vierfüßlerstand. Ausatmen. Füße rumlegen, einatmen. Und zurück, ausatmen, herabschauen nach oben. Sehr gut. Achte darauf, dass der Atem ruhig und gleichmäßig bleibt, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist. Streck das linke Bein nach oben, winkel das Bein diesmal an. Tief einatmen. Ausatmen, Knie außen gegen die linke Schulter. Einatmen zurück. Knie zum rechten Arm, ausatmen. Einatmen zurück. Nochmal ausatmen, Knie zum linken Arm. So hoch wie möglich, halt es hier. Und dann stell den Fuß außen neben die linke Hand. Dreh dich, den linken Arm nach oben, lehn dich zurück, heb das Herz, atme tief. Und stell die linke Hand auf die Innenseite vom Fuß. Hintere Ferse einstellen. Guck, dass das Knie und der Oberarm Kontakt haben. Vielleicht hast du einen Block unter der Hand stehen. Und dann dreh dich und streck den rechten Arm erst nach oben und dann nach vorne. Werd so lang wie möglich. Gut, Blick nach unten. Einatmen, komm ganz hoch. Streck das vordere Bein. Ausatmen, sink ins vordere Bein. Und dann bring die rechte Hand hinten zum Bein, linker Arm geht hoch. Sink tiefer ins vordere Bein. Streck deine linke Flanke, den linken Arm und schau deine rechte Schulter zum hinteren Fuß. Ausatmen, bring den linken Ellbogen aufs Knie und den rechten Arm nach vorne. Guck wieder auf die Schulter. Aktiviere beim hinteren Fuß die kleine Zehenkante in den Boden.
Und dann löst den Ellbogen vom Knie, schieb ihn zur Seite, bring die Schulter kurz über dem Knie zu halten und werd lang und dreh dich. Blick nach unten, löst die Arme, Einarm, Oberkörper hoch, hintere Ferse in der Luft. Hände aufeinander, Ellbogen außen am Knie vorbei, dreh dich, Blick zum linken Ellbogen. Auch hier, wenn du magst, löst den Arm vom Knie, schieb ihn zur Seite und den linken Arm hoch. Blick nach unten, löst die Arme, einarmig hoch. Ausatmen, sink ins vordere Bein, streck das hintere Bein und atme. Wieder, wenn du magst, heb vorne die Ferse an, atme. Stell hinten die Ferse auf. Roll dich nach hinten. Setz dich hinten auf die Ferse. Greif vorne den Fuß, wenn du magst. Linkes Bein, Oberschenkel ist aktiv. Blick nach vorne, beug das vordere Bein, Hände aufstellen, Schritt zurück. Wieder Chaturanga oder vierfüßiger Stand, ausatmen, Rücken. Umkehr, Einatmen, Blick nach oben. Und dann schieb dich zurück zu Balasana, Stirn auf den Boden, Arme zurück. Und verschnauf einen Moment, spür deinen Atem, spür deinen Puls. Wie er sich langsam wieder beruhigt. Komm zum Sitzen, setz dich aufrecht hin und setz dich auf die Ferse. Wenn das so nicht geht, weil die Füße oder die Knie wehtun, kannst du dir einen Block nehmen, kannst den zwischen die Fersen setzen, zwischen die Knöchel, dich da drauf setzen. Wenn das nicht reicht, so ein bisschen höher. Stellst ihn quer und lass es so ein bisschen wackeln. Probier es aus. Wenn der Spann wehtut, hilft es oft schon, eine Decke oder ein Pullover, was auch immer du da hast, darunter zu legen und sich da drauf zu setzen. Das ist ganz gemütlich, das lasse ich auch mal so. Setz dich aufrecht hin und dann nimm mit deiner rechten Hand den Weg zur Seite auf dich. Lauf mit den Fingern zur Seite. Guck, dass die linke Seite nicht hinterher wandert, sondern drück die linke Hüfte in die Ferse und lauf mit den Fingerspitzen von der rechten Hand rüber. Stütz dich hier ab, aus der Schulter rausdrücken und dann geht der linke Arm oben rum in Richtung Hand. Also du versuchst so einen Bogen zu machen und gleichzeitig drückst du die Rippen von der linken Seite weg. Bei mir ist es jetzt so, dass ich mehr Last auf der linken Hüfte habe als auf der rechten. Das ist gewollt. Und jetzt drück mit der Atmung wieder. Am Anfang haben wir diese Atemübung gemacht, wo du die Hand aufgelegt hast. Versuch jetzt zu fühlen, wie genau da mehr Raum entsteht. Und drück mit der Atmung dagegen. Mit jedem Einatmen zieh dich noch länger. Achtung, halt die Spannung in der Mitte und versuch, die rechte Hand anzuheben. Und dasselbe auf der anderen Seite. Lauf mit den linken Fingerspitzen rüber, drück die rechte Hüfte in den Boden, spann die rechte Seite auf und atme.
Versuch wirklich die Kraft deiner Atmung zu nutzen, um auf der rechten Flanke mehr Raum zu schaffen. Achtung, wieder, heb die linke Hand an. Komm hoch. Gut, ich muss mich hier wieder drehen. Du brauchst dich nicht mitdrehen. Nur, dass du das gut sehen kannst. Ja? Die Arme sind immer noch oben. Jetzt komm mit den Knien ein bisschen nach außen, auf die Mattenkante, wenn du so eine 60er Matte hast. Und nimm die rechte Hand in einer Linie nach hinten, auf der Mattenkante. Schieb die, Achtung, rechte Hüfte geht vor. Linker Arm über den Kopf hinweg auch wieder. Versuch die untere Hand anzufassen. Und dann drück die rechte Hüfte weg und atme. Neben die Schulter sinken, drück dich aus der Schulter raus und atme. Ausatmen, setz dich hin, schwing vorne um. Die linke Hand nach hinten, in einer Linie mit dem linken Knie. Und dann drück die linke Hüfte vor. Und schieb den rechten Arm über den Kopf und versuch, deine linke Hand anzufassen. Ausatmen und lehn dich nach vorne. 4 Füße Stand, ohne Rücken. Umkehren, einatmen, Blick nach oben. Und dann heb dich zurück zur Adho Mukha Svanasana. Gut. Komm zum Sitzen. Sehr gut. Streck die Beine aus. Richte dich auf. Auch hier wieder, wenn das schwierig ist für dich aufrecht zu sitzen, nimm dir eine Decke, setz dich da drauf, komm mal ein bisschen höher. Ja? Wenn nötig, wenn du aufrecht sitzen kannst, geht's gut ohne. Okay. Wieder aufrichten. Ein bisschen zurücklehnen, dass du merkst, wie der Rücken arbeitet, das Brustbein weit wird, der Bauch ist aktiv. Nimm die Arme nach oben, lehn dich ein bisschen zurück und versuch mit jedem Einatmen die Arme weiter auseinander zu schieben, von der Hüfte über die Fingerspitzen hinaus, werd weit. Cool. Nutz die Atmung, um weiter zu werden. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, heb das rechte Bein an und tapp mit der linken Hand dagegen. Vielleicht kommst du sogar gegen den Fuß. Nur so gut es geht. Einatmen, wieder zurück, heb das Herz. Ausatmen, die andere Seite. Einatmen, hoch. Nochmal, ausatmen. Ein. Andere Seite, aus. Ein. Ausatmen, rechtes Bein, linker Arm. Halt den Fuß fest. Halt die Wade fest. Vielleicht kommst du an den Fuß, halt ihn fest. Ja, dreh dich wieder, dass du es besser sehen kannst. So, halt, aufrichten, rechter Arm nach hinten und atmen. Versuch, mit der Einatmung lang zu werden und mit dem Ausatmen ein bisschen weiter los. Es ist egal, wo du den Fuß festhältst. Es kann auch hier sein, es kann auch angewinkelt sein, aber nicht abstrecken, in der Luft halten. Gut. Ausatmen zurück zur Mitte, zieh das Bein an, Kopf zum Knie. Und dann streck das Bein aus, halt es fest, heb den Fuß so hoch du kannst. Auch hier wieder Wade festhalten oder Fuß halten. Es geht immer so gut es geht. Nicht weiter, zwingen dich zu nichts. Gut. Löse den Fuß und leg ihn ab. Aufrichten. Und die andere Seite. Halte fest. Egal wo, ob an der Wade, an der Ferse, innen oder außen, richte den Oberkörper auf, dreh dich nach links.
Blick nach vorne. Beide Hände zum Bein. Zieh das Bein hoch, so weit es dir möglich ist. Einatmen, strecken. Ausatmen, reinziehen. Gut. Einatmen, beide Beine strecken. Ausatmen, klein zusammenziehen. Nochmal einatmen, weit. Ausatmen, leg dich hin, stell die Füße wie Ellbogen. Einatmen, heb die Hüfte an. Ausatmen, Hüfte runter. Arme, Beine nach oben. Ausschütteln. Und mit Schwung hoch. Klein zusammenziehen. Gut, Janushirshasana. Streck das linke Bein aus und den rechten Fuß auf die Innenseite von der Wade. Und Achtung, Knie, wenn das Knie Probleme macht, leg dir deinen Block oder dein Buch, was auch immer du da gerade hast, da drunter. Oder, wenn das immer noch nicht hilft, nimm den Fuß weiter nach vorne. Geht beides. Wenn das gar nicht geht im Knie, streck das Bein ein bisschen zur Seite aus. Okay? Gut. Und dann Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, lehn dich aus der Hüfte heraus nach vorne. Werd lang. Und dann zieh das gestreckte Bein zu dir, sodass die Rippen den Oberschenkel berühren. Und es bleibt bitte für heute so. Rechte Hand greift den Fuß zuerst, damit du ausgerichtet bleibst über die Beine. Linke Hand folgt. Jetzt kannst du meinetwegen das Bein wieder ausstrecken, aber nur so weit, dass die Rippen auf dem Oberschenkel bleiben und lass den Kopf hängen. Versuch mit dem Brustbein in Richtung linke Fuß zu wachsen und zieh den Fuß zu dir. Schließ die Augen, konzentriere dich auf deine Atmung und versuch mit dem Einatmen länger zu werden und mit dem Ausatmen loszulassen. Einatmen, aufrichten. Streck die Arme nach oben. Jetzt streck das Bein aus, falls du es gebeugt hast. Dreh dich über dein angewinkeltes Bein. Nimm die linke Hand zum rechten Knie. Rechter Arm geht hoch. Und jetzt, Achtung, lehn dich über dein gestrecktes Bein. Die Gefahr ist oft, dass man sich wieder so zurückdreht, nur um diesen Fuß da vorne zu greifen. Bitte nicht machen. Also eher weiter drehen. Ja? Die Flanke soll weit werden. Streck den Arm nach oben. Und dann lehn dich nach vorne, aber drehen und nach vorne lehnen. Ja? Vielleicht bleibst du auf halber Strecke, weil du merkst, es geht nicht. Vielleicht kannst du den Fuß da vorne greifen. Und dann mach das. Und atme. Richtmaß, sobald du mit der Schulter auf dem Bein vorne bist, kannst du den Fuß eigentlich ohne Probleme greifen. Wenn die Schulter noch in der Luft ist, eher nicht. Ja, dann dreh dich lieber und versuch wieder wie vorher auch schon mit dem Einatmen die rechte Flanke weit werden zu lassen, mit dem Ausatmen weiter zu drehen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, klein zusammenziehen. Einatmen, strecken. Ausatmen, leg dich hin, stell die Füße und die Ellbogen auf. Einatmen, heb die Hüfte an. Ausatmen, wieder runter, Arme, Beine hoch. Arme ausschütteln. Und mit Schwung hoch. Upp. Klein zusammenziehen. Andere Seite, streck rechts aus. Winkel links an. Auch hier wieder Block drunter oder Decke drunter, Fuß nach vorne, je nach Knie. Und nur weil die andere Seite ging, heißt das nicht, dass diese Seite geht. Einatmen, Arme hoch, lehn dich nach vorne, winkel das Bein an, hol den Oberkörper ab, linke Hand greift zuerst zur rechten Hand folgt und dann langsam ausstrecken. Lass den Kopf sinken.
Atme tief. Versuch mit Hilfe deiner Atmung länger zu werden. Einatmen aufrichten. Streck die Arme nach oben. Streck dein rechtes Bein aus, falls es noch nicht ist. Dreh dich über dein linkes Bein. Rechte Hand zum Knie. Linker Arm geht hoch. Und dann lehn dich über dein gestrecktes Bein und zieh dich lang. Auch hier geht wieder eher drehen, bevor du greifen kannst. Wenn die Schulter das gestreckte Bein berührt, kannst du den Fuß normalerweise vorne greifen. Einatmen hochkommen. Ausatmen wieder klein zusammenziehen. Einatmen weit strecken. Ausatmen, leg dich hin, stell Ellbogen und Füße auf. Gib die Hüfte an. Und wieder runter. Arme und Beine hoch. Ausführen. Und mit Schwung hoch. Klein zusammenziehen. Streck die Beine aus, etwa mattenbreit. Und lass dich nach vorne hängen. Handflächen nach oben. Sie können zwischen den Beinen liegen, Sie können auf den Beinen liegen, oder außen daneben. Lass die Füße auseinanderrollen, lass den Kopf schwer hängen. Schließ die Augen und sink tief in deine Matte. Nutze die Schwerkraft, um loszulassen und zu sinken. Langsam richte dich wieder auf und leg dich auf den Rücken. Leg dich zurück. Zieh die Beine zum Oberkörper. Lass sie weit auseinanderfallen. Beweg dich ein bisschen von links nach rechts. Gut. Leg dich einmal flach hin. Streck dich so lang du kannst. Zieh dich von links nach rechts so lang wie möglich und dann wechsel mit den Beinen und den Armen. Versuch diese Diagonale lang werden zu lassen. Gut. Stell die Füße auf. Lass die Arme über dem Kopf liegen. Heb die Hüfte an. Bleib einen Moment hier und atme. Gut, senk die Hüfte wieder ab. Streck das rechte Bein nach oben und leg den Knöchel ab auf dem Knie. Und dann wieder mit dem Einatmen, komm mit der Hüfte hoch und drück das freie Knie nach unten. Rechter Fuß ist aktiv. Atme hier.
Und versucht das Knie, das rechte Knie, runter und wegzuschieben und gleichzeitig die rechte Hand auch wegschieben. Steck das rechte Bein nach oben, zieh es ran und dann stell den Fuß auf, senk dich wieder ab, zieh die Knie zurück. Füße wieder aufstellen, linken Knöchel oberhalb vom Knie ablegen, Arme nach oben strecken. Und dann heb die Hüfte an, drück das linke Knie nach unten, schieb es weg. Schieb den linken Arm weit weg. Linkes Bein nach oben, so hoch wie möglich. Und dann zieh das Knie ran. Und runter. Beide Knie ranziehen. Sehr gut. Guck, dass du einen Block oder irgendwas griffbereit hast. Heb die Hüfte an und stell den Block und das Kreuzbein. Ja, so hoch wie es dir möglich ist, wenn das drückt, dann kannst du die Decke noch dazwischen legen und atmen. Dass du da raus. Auch hier wieder die Arme hoch. Lauf mit dem Bein weg. Wenn das angenehm ist, bleib hier. Wenn das unangenehm ist, dann mach es einfach nicht. Langsam heb die Hüfte wieder an. Nimm den Block raus. Hüfte runter. Zieh die Knie zum Oberkörper. Halt es fest. Beweg dich ein bisschen. Gut, dann nimm den Block nochmal und das Kreuzbein vielleicht ein bisschen flacher. Und dann kipp die Hüfte so ein bisschen ins Hohlkreuz und streck die Beine nach oben. Ja, nicht rund werden im Rücken, sonst drückst du den Block weg und fällst ins Hohlkreuz. Und dann die Beine hoch. Du kannst die Arme neben den Körper legen oder nach oben ausstrecken. Schließ die Augen und atme hier.
Langsam wieder runter. Hüfte anheben, locker aus. Hüfte runter, zieh die Knie zu dir. Halt dir fest, beweg dich ein bisschen. Und heute die Abschlussdrehung, leg die Arme zur Seite. Und lass die Beine angewinkelt und versuch die Knie aufeinander zu lassen. Leg dich auf eines, auf die rechte Seite. Und dann schau zu deiner linken Hand. Versuch so gut es geht, die Beine aufeinander zu lassen, ohne dass die linke Schulter sich vom Boden löst. Zurück zur Mitte. Und roll rüber zur anderen Seite. Und langsam zurück zur Mitte. Zieh die Knie zum Oberkörper, beweg dich ein bisschen. Und dann komm zum Sitzen. Setz dich aufrecht hin, zieh das an, wenn du magst. Und wenn du soweit bist, leg die Hände auf die Knie, schließ die Augen einen kleinen Moment. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deiner Atmung. Spüre, wie der Atem durch deine Nase kommt und geht. Und vielleicht merkst du sogar einen Unterschied zu vorhin, in der Qualität der Atmung. Vielleicht auch nicht, es ist okay. Hier geht es nur darum, dass du es wahrnimmst, wie es ist. Dann lass den Atem schrittweise tiefer werden. Zähl beim Einatmen bis 3, 4, 5, 6 und atme genauso langsam aus.
Dabei aktiviere deine Atmung im Ujjayi. Falls du Ujjayi nicht kennst, versuch mit geschlossenem Mund beim Einatmen Ha zu flüstern. Beim Ausatmen auch mit geschlossenem Mund A. Es steht so ein Rauschen im Kehlbereich, so ein bisschen wie Meerrauschen oder ein Wind in den Bäumen. Es sollte sehr leicht sein, nicht verkrampft, nicht in der Stimmritze, sondern wirklich im Rachen. Wenn das schwierig ist für dich, dann ist es nicht schlimm, es kommt mit der Zeit. Versuch es einfach, so gut es geht. Dann hör dem Klang deiner Atmung zu, der konstant kommt und geht. Er ist konstant da und ist in ständiger Bewegung, genauso wie das Leben an sich eine Konstante darstellt, aber in permanenter Bewegung ist. Und egal was ist, es wird vorbeigehen, denn es verändert sich. Wie auch immer, es wird sich verändern. Es wird vorbeigehen. Es wird was Neues kommen. Und auch das wird wieder gehen. Genauso wie der Atem konstant da ist und kommt und geht. Wenn du einen Rhythmus gefunden hast, der dich fordert, aber nicht überfordert, den du eine Weile aufrechthalten kannst, behalte diesen Rhythmus bei, behalte den Klang deiner Atmung bei und halt dein linkes Nasenloch zu. Vorzugsweise Vishnu Mudra mit dem Daumen bzw. dem Ringfinger, Ellbogen hoch. Atme nur durchs rechte Nasenloch. Wenn du es nicht kennst, kannst du auch jeden anderen Finger nehmen. Atme in deinem Rhythmus nur durch das rechte Nasenloch ein und aus. Halt diesen Rhythmus bei, wechsel zum linken Nasenloch. Dein eigener Rhythmus, dein eigener Takt. Ich möchte dir heute nicht vorgeben, sondern ich möchte, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie tief ist dein Atem, wie fühlt sich dein Atem an, wenn er ruhig und gleichmäßig kommt und geht. Wenn du diese Runde beendet hast, wechsel wieder zum rechten Nasenloch und in deinem Rhythmus atme rechts ein und links aus. Links wieder ein und rechts aus. Und das wiederhole ein paar Mal hin und her.
du das nächste Mal rechts ausgeatmet hast, leg deine Hände in den Schoß, schließe die Augen, kehre zurück zu deiner natürlichen Atmung. Und sonst tu nichts. Lass los. Lass die Spannung in den Beinen los, die Spannung im Bauch, die Schultern und auch das Gesicht. Löse sämtliche Spannung. Zunge weg vom Gaumen, Zehen auseinander, Lippen auseinander. Sing. Okay. Wenn du magst, leg dich hin zu Shavasana 5 Minuten und am Schluss erzähle ich wieder ein bisschen über die Philosophie und so 2, 3 Denkanstöße, die man mit in den Tag nehmen kann. Und wenn du das nicht möchtest, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Schön, was du mitgemacht hast. Kannst du dich jetzt ausklinken und ich freue mich darüber, wenn du wieder mit einschaltest. Und da sehe ich schon, Katinka hat den Bildschirm nochmal gewechselt und hat nochmal die Details angezeigt, falls du etwas spenden möchtest. Schön, dass du dabei warst. Wenn du dich jetzt in Shavasana legst, leg dich hin, deck dich zu, bleib einen Moment daneben und dann hole ich dich gleich wieder ab. Wir unterhalten uns noch ein bisschen.
Tief ein- und ausatmen. Ein bisschen mit den Zehen und Fingern wackeln. Arme einmal lang über den Kopf strecken. Arme zurücknehmen. Beine anwinkeln. Und auf eine Seite rollen. Und komm langsam wieder zum Sitzen. Montag habe ich so ein bisschen über Ahimsa gesprochen, über die Gewaltfreiheit. Vielleicht hast du ja sogar dir so die ein oder andere Gedanken darüber gemacht oder vielleicht sogar ein paar Notizen darüber gemacht, wie man denn doch so gewaltvoll oder mit Gewalt oder Aggression durchs Leben geht. Das kann natürlich physisch sein, das kann verbal sein, das kann gedanklich sein. Und heute möchte ich über das zweite Jahr, über Satya kurz sprechen. Satya ist die Wahrhaftigkeit, über die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit. Natürlich seiner Umwelt gegenüber und aber auch sich selbst gegenüber. Das sagt man erstmal, ich lüge ja nicht, mache ich nicht, kommt für mich nicht in Frage. Und dann möchte ich dich mal dazu einladen, mal darauf zu achten, wie oft man doch da hineinfällt und mit so ganz kleinen Notlügen sich so durchs Leben mogelt, weil es einfacher ist. Ich nehme mich da nicht aus, ja. Mir geht das nicht anders, dass mir das immer wieder passiert. Ja. Meine Tochter will irgendwas gucken und ich möchte das nicht und sagt zu ihr, dann geht nicht, iPad ist leer, Akku ist leer, obwohl es gar nicht stimmt. Es sind so Kleinigkeiten einfach, mit denen man sich da so durchs Leben mogelt und wie schwer es das Ganze dann letztendlich doch macht, weil man sich das ja immer merken muss, was man wem jetzt irgendwie erzählt hat. Und das im Kontext zu dem Zustand des Yogas, den Geist ruhig zu kriegen, ist sehr schwer. Sich diese ganzen kleinen Ausreden zu merken und dann, oh, dem habe ich das erzählt, dem das, dann muss ich mir jetzt irgendwie merken. Und aber auch sich selber in die Tasche lügt und versucht, sich Sachen schön zu reden oder Sachen so darzustellen, wie sie gar nicht sind und sich selbst im Grunde belügt. Ich finde das ganz spannend, das immer wieder mal zu machen, das auch zu dokumentieren. Und es ist dann letztendlich doch sehr erschreckend und sehr ernüchternd, wie oft wir doch in diese Falle fallen. Das ist im Grunde der einfache Teil. Wenn wir das Ganze einen Schritt weiternehmen und Ahimsa, die Gewaltfreiheit, dazu nehmen, wird es oft schwierig, denn jemandem etwas mitzuteilen, was nicht schön ist, ohne ihn dabei zu verletzen, ist eine hohe Kunst. Ja? Ich kann jemandem direkt ins Gesicht sagen, wenn was nicht passt. Aber das sorgt ja dafür, dass es eher verschließend ist und eine Distanz schafft. Und was ich ja möchte mit einer Kommunikation, wenn ich jetzt einfach mal als Beispiel Kritik üben möchte, ich ja, da mache ich mir Gedanken über jemanden und möchte ihn auf irgendetwas hinweisen. Kann ich das so formulieren, dass es nicht verletzend ist, aber trotzdem wahr ist? Ja? Und dazu lädt uns der Yoga einfach ein,
diese beiden miteinander zu kombinieren, Ahimsa, die Gewaltfreiheit, und Satya, die Wahrhaftigkeit, also wirklich ehrlich zu bleiben und nicht verletzend zu werden. Und vielleicht nimmst du das mal mit auf den Weg für die nächsten 2 Tage, also heute und morgen, Freitagmorgen sehen wir uns hier wieder. Da unterrichte ich wieder eine MultiLevel-Stunde. Heute Abend ist Line dran, um 18 Uhr wieder. Morgen Abend unterrichtet Susanne eine Restorative-Stunde. Gestern hat ja die Birte unterrichtet, das war ganz schön mit Harmonium und so. Ja, und wie gesagt, ich freue mich über Spenden. Und eine Sache noch, ich plane einen Online-Kurs. Der wird nicht nächste Woche anfangen, wenn er stattfindet, wird er übernächste Woche stattfinden. 10 Tage, also immer von Montag bis Freitag, über 2 Wochen, jeden Morgen 2 Stunden mit einer Yoga-Praxis, mit Pranayama-Meditation und ein bisschen Philosophie. Das würde jeden Morgen geben, würde aufeinander aufbauen und ich bin gerade dabei, das ist noch nicht ganz sicher, ob das klappt oder nicht klappt, ob das von der Krankenkasse subventioniert werden kann. Und mich würde interessieren, ob da Interesse daran besteht, sowas zu machen, das aufzubauen. Habt ihr da Spaß dran? Schreibt das einfach in die Kommentare, in den Chat, den kriege ich nachher von Katinka zugeschickt. Und vielleicht auch eine Zeit. Mir schwebt vor, von 8 bis 10 das morgens zu machen. Vielleicht sagt ihr auch lieber, ich will das lieber abends haben. Ich glaube ja, dass Yoga morgens sinnvoller ist. Aber dann lasse ich mal frei. Ich bin dankbar für ein paar Kommentare. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bringt deine Hände nochmal zusammen in Jali Mudra und lasst uns gemeinsam noch ein Om chanten. Tief einatmen. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Vielen Dank. Namaste at home. Tschüss.